Hallo Leute, willkommen zum neuen Video. Das DJI Mic 2 ist rausgekommen und das werden wir uns heute mal ein bisschen angucken. Ich habe hier das große Set, das heißt, da sind 2 Sender und ein Empfänger und das Case dabei. Und das Case hat die tolle Besonderheit, dass man die Sender und Empfänger hier drin über USB-C laden kann. Der erste Aha-Moment, weil ich das DJI Mic noch gar nicht gesehen hatte, kam für mich, als ich das aufgemacht habe. Denn sofort aktiviert sich der Empfänger und die 2 Sender auch. Und man sieht direkt die Akkustände und wie viel interner Speicher auf den Sendern noch drauf ist. Und wenn ich jetzt alles rausnehmen würde, zum Beispiel den Sender, dann sieht man auch, okay, der ist direkt an. Das heißt, ich kann sofort anfangen mit Drehen. Klappe auf, Sender und Empfänger raus, angestöpselt und fertig. Zusätzlich gibt es dann noch das Lavalier-Mikrofon von DJI. Da ist ganz praktisch, dass der Kopf sich drehen lässt. So können wir es ganz gut festigen. Aber ich muss schon mal was vorwegnehmen. Die internen Mikrofone sind so gut, ich habe da kaum Unterschied gemerkt. Spoiler! Ich gehe das jetzt einfach mal, ich meine, das sind Mikrofone, ne? Das ist jetzt nicht, da gibt es jetzt nicht so viel zu erklären, aber 1, 2 Besonderheiten gibt es bei dem. Vor allem hat das DJI Mic 2 2 Neuigkeiten oder 2 Neuerungen im Vergleich zu dem Vorgänger. Und die sind schon ziemlich interessant und ziemlich wichtig. So, wenn ich das Case jetzt öffne, dann sieht man sofort, oh, Empfänger und Sender gehen sofort an und man sieht am Empfänger zum einen den Ladestand von allen 3 Geräten. Hier sind Puzzle. Und wie viel interner Speicher an den Sendern noch ist. Denn die Sender können intern aufnehmen. Das ist ziemlich praktisch. Und wenn ich jetzt so einen Sender mal rausnehme, so sehen die aus, ziemlich klein. Und man sieht durch das grüne Licht, er ist auch aktiviert. Das heißt, ich bin sofort drehfertig. Ich nehme den Sender und Empfänger raus und kann sofort anfangen mit Drehen. Das finde ich ziemlich praktisch. Hat mich ein bisschen begeistert an dem ganzen Ding. Das Interessante sind aber die Sender. Die sind so klein, die könnte man sich schon fast ohne externes Mikrofon an die Weste knallen. Ich glaube, noch eine Generation weiter, dann sind sie noch eine Nummer kleiner und dann macht es wirklich Sinn, einfach nur noch diese Sender zu nutzen. Das Mikrofon ist hier oben dran und hier in diesen Anschluss, in den Mini-Klinken-Anschluss, kann man auch den Windpuschel reinstecken dann. Dann gibt es hier noch USB-C, um die internen Aufnahmen zu überspielen, einen Record-Knopf. Man kann übrigens auch vom Empfänger aus das Ganze starten. Hier der Pairing- und An- und Ausknopf und hier hinten hat man zum einen den Clip und was ganz praktisch ist, DJI-typisch Magnet. Das heißt, ich kann mir den Magnet hinter das T-Shirt machen oder hinter den Pulli und das Ding dann einfach so befestigen. Ich habe es mal getestet mit einem dicken Pulli, bin ein bisschen durch die Gegend gehüpft, das hat tatsächlich gehalten. Was ich ein bisschen komisch finde oder ein bisschen nervig finde, man sieht es hier auch schon, wenn ich den Sender ein bisschen ins Licht drehe, das DJI Mic 1, das hatte ein schwarzes Case und hier ist jetzt so ein durchsichtiges, dass man die Platine auch ein bisschen sieht und das spiegelt halt extrem. Also in der Praxis würde ich mir da auf jeden Fall ein schwarzes Gaffer drüber kleben oder irgendwie es anmalen oder was auch immer. Ja, was gibt es zum Sender noch zu sagen? Der hat ein haptisches Feedback, das heißt, sind wir mal ganz kurz ruhig. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, da kann man einstellen, dass er vibriert, wenn die Aufnahme gestartet wird. Was auch ziemlich interessant ist, wenn die Aufnahme nämlich von dem Empfänger gestartet wird, dann kann man auch einstellen, dass dieses Ding hier vibriert. Das heißt, derjenige, der dann am Mikrofon gerade dran ist, weiß, okay, jetzt werde ich aufgenommen. So, den Empfänger kann ich mir dann auch einfach über einen Hotshoe an die Kamera dran machen. Habe 2 Möglichkeiten, den zu steuern. Einmal über Touchscreen, indem ich hier hoch und runter touche. Und ich kann hier mit diesem Steuerrad einmal mit drehen und einmal mit draufdrücken auch Einstellungen vornehmen. Hier an der Seite sind die Anschlüsse für die Kamera und für den Kopfhörer. Was noch interessant ist, zu dem Mini-Klinkenanschluss für die Kamera, wenn man den Sender mit der Kamera über Mini-Klinke verbindet, kann man einstellen im Menü, dass der Sender angeht, wenn die Kamera angeht und dass der Sender ausgeht, wenn die Kamera ausgeht und die Empfänger auch. Das ist ziemlich praktisch. Das heißt, man muss sich da überhaupt keine Gedanken mehr drüber machen und der Akku wird halt extrem geschont. Wenn ich beide Sender rausnehme, 1, schön C2, dann sieht man hier nochmal genau, jetzt habe ich die Möglichkeit, beide zu steuern über den Empfänger. Und wer sich wundert, was das hier für ein komisches gelbes Ding ist, das ist eine der tollen Neuigkeiten, von denen ich vorhin schon mal erzählt hatte. Und zwar ist das Noise Cancelling. Das kann ich über den Empfänger aktivieren und das cancelt, wie es der Name schon sagt, Hintergrundgeräusche. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und im Hintergrund sind irgendwelche Baumaschinen oder irgendwas ist am Rauschen oder so, wird das schon mal direkt in dem Ganzen hier gecancelt. Cancelt. Ja, wir sind auch ein bisschen international, das heißt, ich werde auch ein paar englische Begriffe benutzen. So, und jetzt machen wir einfach mal einen Test. Ich nehme das Ganze in 32-Bit auf. Hab hier im Hintergrund gerade, das ist der Lüfter von der Blackmagic-Kamera. Und jetzt werde ich mal Noise Cancelling aktivieren. Mal gucken, ob das dann im Hintergrund ein bisschen weggeht. So, das ist jetzt aktiviert. Und jetzt müsste eigentlich im Hintergrund der Sound ein bisschen runtergegangen sein. Probiert das auf jeden Fall mal aus, hört euch das an, weil alles, was mit Noise Cancelling zu tun hat, da ist das Problem, dass natürlich auch mal ein bisschen was von der Sprache weggenommen werden kann. Genau, weggenommen werden kann, ist ein schöner Ausdruck. Und eigentlich kann ich jetzt schon die zweite Neuigkeit vorwegnehmen, nämlich hier oben steht irgendwas mit 32 und die Dinger nehmen in 32-Bit intern auf.
Float. In der Praxis heißt das einfach, dass ich nicht mehr pegeln brauche. Das heißt, es wird nie was übersteuern und es wird nie was zu leise sein. Ich kann einfach aufnehmen und hinterher in der Post das hoch und runter ziehen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil wenn es insgesamt zu leise ist und ich ziehe das in der Post hoch, wird natürlich auch alles, was jetzt an Hintergrundgeräuschen da ist, auch hochgezogen. Aber Grundprinzip von diesem 32-Bit-Float ist, dass ich nicht mehr pegeln muss und dass nichts übersteuert und dass ich dann wirklich ganz entspannt drehen kann. Und gerade in Verbindung mit diesem schnell rein-raus-Mach-System und 32-Bit-Float, so schnell war man noch nie drehfertig mit so Mikros. Zusätzlich hat man aber noch die Möglichkeit, eine zweite Spur, das war beim Mic 1 eigentlich so ein bisschen die Sicherung, eine Sicherungsspur aufzunehmen, die automatisch minus 6 dB aufnimmt. Das heißt, zur Not hat man immer noch die zweite Spur, wo überhaupt nichts übersteuert. Bei dem Sender, das Noise Cancelling, lässt sich einfach aktivieren, wenn man einmal auf den An- und Aus-Knopf drückt. Und um jetzt nochmal ein bisschen die Funktionen zu erklären, gehe ich mal durchs Menü durch, denn das zeigt eigentlich so ziemlich alles, was diese kleinen Geräte können. Ja, das ist halt das Problem. Bei so Touchscreen-Videos, da toucht man halt drauf, ne? So, der sieht mir schon direkt das Touch-Menü. Da kann ich, wenn ich hier drauf drücke, auf das Steuerrad, die Einstellung vornehmen. Hier würde ich jetzt quasi den Gain vom Sender hochdrehen. Kann dann aber über weiteres Drücken auf den ersten und auf den zweiten Sender gehen. Und was man da so einstellen kann, ist auch der Gain. Das heißt, hier kann ich den Output-Gain von dem Sender hochdrehen. Generell sollte man das immer so niedrig wie möglich lassen, in der Kamera auch. Im laufenden Betrieb kann ich jetzt einfach hochwischen und habe hier die Kontrolle über meine Sender. Hier kann ich sagen, dass sie intern aufnehmen sollen, beide. Hier kann man die Sender muten, was ganz praktisch ist, weil dann will ich hören, wie die Leute aufs Klo gehen. Und hier hat man dann das Noise Cancelling nochmal, das kann ich dann für beide aktivieren oder deaktivieren. Ja, und das eigentlich Spannende spielt sich dann im Menü ab, in den Empfängereinstellungen. Dann kann ich zwischen Mono und Stereo wählen, also wie ich die Kanäle belegen möchte. Dann empfohlene Kameraeinstellungen ist ein Punkt, da kann man seine Kamera eingeben. Sein Kameramodell, da wird der Gain-Output von den Sendern und von dem Empfänger, schätze ich mal, schon dementsprechend eingestellt auf die Kamera. Ich habe das mit der R5C probiert, ging so, ich habe es dann letztendlich doch wieder manuell gemacht. Der nächste Punkt ist die Empfängerverstärkung, wie ich eben schon mal angesprochen habe. Da guckt auf jeden Fall, dass das möglichst weit unten bleibt immer, beziehungsweise auf 0. Lautstärke für Kopfhöreranschluss, könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Dann hatte ich das hier vorhin schon mal angesprochen, Kamera gleichzeitig an- und ausschalten. Das heißt, wenn ich die Kamera einstelle und es mit Mini-Klinke verbunden habe, dann wird automatisch dann auch Sender im Empfänger gestartet. So, weiter zum Sender. Der hat natürlich einen Hochpassfilter. Dann auch die Verstärkung, die ich hier nochmal direkt einstellen kann. Hier kommen wir auf 32-Bit Float. Da kann ich sagen, will ich in 24-Bit oder in 32-Bit aufnehmen. Wie gesagt, ich habe das immer auf an. Dann Rec-Stop-Sperre, das ist ganz praktisch. Da kann man nämlich sagen, dass man am Sender das Recorden weder starten noch unterbinden kann. Dann haben wir automatische Aufnahme. Das heißt, wenn das aktiviert ist, sobald die Sender angehen, wie auch immer, ob ich sie jetzt selber anstelle oder aus dem Case nehme, fangen sie an aufzunehmen. Das kann mal ganz praktisch sein, aber mich nervt oder mich hat es immer genervt, dass sie sofort anspringen, wenn ich sie aus dem Case rausnehme. Dann ist der Speicherplatz in 32-Bit Float bei leeren internen Speicher, kommt man so auf 11,2 Stunden und ich glaube bei 24-Bit, also bei nicht 32-Bit, sind es irgendwas mit 14 Stunden. Also auf jeden Fall mehr als genug. Dann hier die eben schon mal angesprochene Vibrationsanzeige. Das heißt, immer wenn irgendwas passiert, wenn die Aufnahme gestartet wird oder irgendwas eingestellt wird, vibriert das. Also was heißt vibriert das? Vibriert der Sender. Es geht halt einfach darum, dass man hier auf Seiten des Senders immer weiß, was passiert. Ne? Jetzt wird aufgenommen, jetzt wird nicht aufgenommen, jetzt kann man mich hören. LED-Anzeige, ja, und das war's auch schon. Und dann kommt man noch zu den Grundeinstellungen von dem Ganzen, die eigentlich relativ, ja, man braucht es einfach nicht. Ja, das war's soweit. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar was richtig Praktisches. Wem das vielleicht schon aufgefallen ist, hier sind so 2 Adapter drin. Und gucken wir, ob das Schärfe-Ding... Oh, Canon. Richtig schön funktioniert das hier mit der Schärfe. So, mit diesem Adapter, den kann ich nämlich an einem Empfänger dran machen. Ich mach den hier mal ab. Und schieb den hier mal rein. So, hier kommt der hinten rein. Und jetzt kann ich das ganze Empfängermodul hier unten an mein Telefon anschließen. So. Und jetzt wird automatisch das, was ich hier an dem... Jetzt kann ich es noch bestätigen. Jetzt wird automatisch das, was jetzt hier am Empfänger ankommt, über den Anschluss auf, in diesem Fall, das iPhone übertragen. Das ist ziemlich praktisch. Funktioniert auch mit dem PC. Und was ich auch noch vergessen hatte, wenn man das jetzt mal wieder wegnimmt, die Sender, die funktionieren über Bluetooth. Das heißt, wenn mein PC oder mein Telefon
da Bluetooth empfangen kann, Audiosignale, dann brauche ich den Empfänger gar nicht mehr. Dann kann ich direkt vom Sender auf dieses Device dann die Audiosignale schicken. Man muss nur darauf achten, da muss man dann wahrscheinlich mit externen Apps arbeiten. Was aber auf jeden Fall geht, das ist halt DJI. DJI Osmo und die DJI Action, also die Action Cams von DJI, die können das direkt empfangen. Das heißt, da kann ich direkt über Bluetooth das Audiosignal an die Cams schicken. Also komplett obsolet dann dieser Empfänger. Das ist ziemlich praktisch. So, ordentlich verpackt. Und dann wische ich hier nochmal drüber, bevor wir das an DJI zurückschicken. So, das war die Kurzvorstellung vom DJI Mic 2. Gerade so bei kleinen Drehs und wenn es mal schnell gehen muss, ist das wirklich, wirklich perfekt. Und wie ich vorhin schon sagte, also der Unterschied zwischen dem internen Mikrofon und dem Lavalier ist jetzt gar nicht so groß. Das heißt, wenn es einen nicht stört, dass man da so einen Klotz dann vorne an der Brust hat, der kann das auch einfach so nehmen oder wenn es mal schnell gehen muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen Einblick in dieses System, was das jetzt alles kann. Gerade dieses 32-Bit-Float ist interessant und das Noise Cancelling. Also, happy Recording und bis zum nächsten Mal.